Crunch Sound Deluxe. Dieser leicht angezerrte, dreckige Sound, den man von vielen Rock- und Blues-Klassikern kennt. Viele denken, man braucht viel Verzerrung und ein volles Metalbrett, um Druck zu haben, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Oft klingt ein guter Crunch-Sound größer als ein voll aufgedrehtes Metalbrett. Hier noch ein Beispiel. Modern Guitar School ist online. Ich grüße euch ganz herzlich. Mein Name ist Christian Moser und heute geht es um die Königsklasse der E-Gitarren-Sounds, nämlich den Crunch-Sound. Ein guter Crunch-Sound ist für Röhrenamps und auch für Modeler eine große Herausforderung und heute werde ich euch zeigen, wie ihr einen guten Crunch-Sound bekommt. Bleibt dran! Ich gebe ganz ehrlich zu, dass ich auch ein paar Jahre gebraucht habe, um den Crunch-Sound zu verstehen. Ich bin auch musikalisches Kind der 80er Jahre, Hardrock-Zeit. Da ging es darum, SA4 von Seymour Duncan in die Gitarre zu bauen. Gitarrenqualität war egal, Hauptsache Output und noch mehr Verzerrung. Je mehr Verzerrung, umso besser war es irgendwie. So, das hat mich ein paar Jahre geprägt, bis ich dann irgendwann verstanden habe, dass nicht noch mehr Gain noch besser ist. Dann gab es irgendwann die 4. Sheila-Produktion, die habe ich in New Orleans produziert mit Bobby Barth. Und der gute Mann sagte zu mir, als ich meinen Rectifier aufbaute, Christian, probier's mal mit der Einstellung so 12 Uhr. Und ich, was? 12 Uhr? Das ist doch viel zu lasch. Und dann haben wir mal so einen AB-Vergleich gemacht, den Rectifier mit Medium Gain und mit High Gain. Und auch ich musste dann zugeben, dass der eher angezerrtere Sound viel fetter und breiter war. Kein Wunder, man höre sich AC/DC an, ja, totales Low Gain, aber live rasiert diese Band jedem wirklich den Schädel weg. Es ist unfassbar, was die Gitarren da für einen Terror machen. Da kann so manche Death Metal Band einpacken, die denkt, sie wäre heavy. Der Verstärker, den ihr im Intro-Riff gehört habt und den ich auch heute verwende, ist ein modifizierter Marshall JCM 800. Hat ein Freund von mir mal im Studio gelassen bei mir und den habe ich dann geprofiled. Jetzt zeige ich euch mal, was das Tolle an einem Crunch-Sound ist. Also nochmal der Sound wie eben. Jetzt ändere ich den Pickup, gehe ein bisschen mit Volume zurück und hört fast komplett clean. Ja, also der absolute Hammer, dieses Riesenspektrum. Ich habe das jahrelang auch selbst so gemacht. Bei Sheila habe ich einen Mesa Dual Rectifier gespielt und habe nur einen Kanal benutzt. Brauchte ich einen Clean Sound oder fast Clean Sound, habe ich meinen Volume-Regler etwas weiter zugedreht, habe eine andere Pickup-Konfiguration genommen und war fast clean. Ich hatte also quasi die komplette Soundpalette von Clean bis High Gain auf meinem Volume-Regler an der Gitarre. Das ist übrigens ein Punkt, mit dem viele Gitarristen heutzutage gar nicht mehr umgehen können. Der Volume-Regler bietet euch, wie gesagt, die komplette Palette, wenn ihr einen dynamischen Röhrenamp habt oder einen guten Modeler, von fast Clean bis High Gain. Ihr braucht nicht 5 Kanäle bei eurem Amp, wenn ihr mit eurem Volume-Regler umgehen könnt. Wenn ihr den im richtigen Moment zudreht, dann habt ihr das komplette Spektrum, wie gesagt. Aber dafür braucht es einen dynamischen Amp oder einen guten Modeler mit einem guten dynamischen Profil. Ein weiterer toller Aspekt von einem guten Crunch-Sound ist, man hört auf einmal die Unterschiede von den Gitarrentypen. Hört mal rein. Music Man Luke 3. Gibson ES335. Und natürlich die Les Paul. Ein weiterer ganz entscheidender Aspekt, worin sich der Metal-Sound und der Crunch-Sound total unterscheidet, ist die Dynamik des Anschlags. Ja, ich habe euch eben gezeigt, wie die Gitarre wunderbar am Volume-Regler hängt und was ihr damit machen könnt. Ihr könnt das Gleiche aber auch steuern mit der Intensität eures Anschlags. Ich demonstriere euch das mal. Ich nehme jetzt hier mal so einen Desus 2. Ich bin unten auf dem Bridge-Humbucker meiner Gitarre und schlage den Chord jetzt mal ganz leicht an. Die gleiche Einstellung, härter angeschlagen.
Das heißt, ihr könnt wunderbar die Dynamik kontrollieren, während ihr spielt. Ich steigere mal die Intensität. Ja, das habt ihr bei einem Metal Sound nicht, denn durch die hohe Verzerrung bleibt der Sound verzerrt und undynamisch. Und hier habt ihr, wie gesagt, das Spektrum von ganz leicht angezerrt bis ziemlich stark verzerrt, nur durch die Intensität eures Anschlags. Das gleiche habe ich in diesem Mother's Finest-artigen Intro-Riff gemacht, das ich für euch komponiert habe. Ich spiele es euch nochmal trocken an. Und das gleiche nochmal im Track. Ein weiterer wichtiger Vorteil von Crunch Sounds, die Akkorde bleiben erhalten. Das heißt, ihr könnt komplette Akkorde spielen. Das gleiche nochmal mit mehr Verzerrung. Etwas gruselig, oder? Gut, dann gehen wir mal zu den Einstellungen. Ihr hört, wie gesagt, einen JCM 800 von Marshall von 1982, der etwas modifiziert wurde. Hier nochmal der trockene Crunch-Sound von dem Verstärker. Ich benutze für mich selbst immer ganz gerne so eine 70-30-Regel. Bedeutet bei Crunch-Sounds für mich, dass ich 70% der Verzerrung vom Verstärker hole und mir 30% von einem Booster hole, der vor dem Verstärker sitzt. Hier kommen wir wieder mal zum klassischen Tube Screamer. Ich schalte euch mal den Editor von meinem Camper an. Da könnt ihr genau sehen, was ich mache. Für alle, die es nicht kennen, der Signalweg geht hier von links nach rechts. Hier sind Effekte, die vor dem Amp liegen. Hier ist der Verstärker, der geprofilte JCM 800. Hier ist die entsprechende Box. Hier geht es weiter durch Effekte, die nach dem Verstärker sind, also im Einschleifweg. So, jetzt aktiviere ich mal den Tube Screamer und ihr hört mal den Unterschied. Tube Screamer nochmal ausgeschaltet. Und ihr hört ganz deutlich die Definition, gerade auf der A-Seite bei diesen Achteln, kommen viel besser mit Tube Screamer als ohne. Und da hört ihr, die Definition ist nicht so klar. Es klingt so ein bisschen schwächer. Und damit pumpe ich immer ganz gerne meinen leicht angezerrten Amp nochmal an und bekomme so einen etwas noch dynamischeren Crunch-Sound. Die Wahl des Verstärkers, das ist natürlich so eine Sache. Da habt ihr natürlich die Klassiker im Crunch-Sound, den Plexi oder den JCM 800. Es gibt aber auch gute Fender-Amps, die leicht anzerren. Da müsst ihr mal schauen, was euch geschmacklich zusagt. Findet ihr im Netz ja alle Informationen. Ich finde zum Beispiel Richie Kotzen immer ganz cool mit seinem Plexi-Sound, dieser dreckige Sound, den er hat, von leicht angezerrt bis etwas stärker verzerrt. Er hat dann noch den Vorteil, mit den Fingern noch mehr Dynamik zu bekommen. Schneller Tipp zum Einstieg vielleicht, JCM 800 oder ein alter Plexi, 1959er. Da fahrt ihr mit dem Crunch-Sound auf jeden Fall gut. Okay, fassen wir nochmal zusammen. Die komplette Signalkette. Ganz am Anfang der Kette eine gute Gitarre mit nicht zu viel Output. Ein dynamisches Instrument. Hier ist ganz gut, ich habe Single Coils und Humbucker. Habe dadurch noch mehr Flexibilität. Punkt 2, ein Booster. Tube Screamer TS9 zum Beispiel, der dem Verstärker nochmal 30% Verzerrung hinzugibt. In meinem Fall, wie gesagt, ein Marshall von 1982, der JCM 800, Gain Medium eingestellt. Die beiden Gain-Stufen Tube Screamer und Marshall Amp ergeben in Summe einen schönen Crunch-Sound. Der Tube Screamer ist nur vom Level etwas erhöht, da gebt ihr kein Gain dazu. Fahrt dann mit etwas mehr Lautstärke in den Eingang des Marshall Amps. Der Marshall Amp ist auf leichten Crunch eingestellt und das gibt in Summe einen knackigen Sound.
Equalizer-Einstellung ganz wichtig. Gebt nur so viel Bass dazu, dass es nicht matscht. Zu viel Bass nimmt euch Attack weg, gibt euch einen matschigen Sound. Die Mitten setzen sich durch. Also seid bei den Mitten nicht zu sparsam. Gebt ihr zu viel Mitten, habt ihr so einen Telefonsound. Und mit den Höhen ist es etwas knifflig. Da dürft ihr auch nicht zu viel geben bei einem Crunch-Sound, denn sonst fängt es an zu sägen. Habt ihr allerdings zu wenig Höhen, dann klingt das Ganze zu dumpf und zu mumpfig. Also gerade für diese Mother's Finest-artigen Funky-Sachen braucht ihr schon einen guten Spritzer Höhen, damit es sich auch schön knackig durchsetzt. Super, das war mittlerweile der 5. Workshop dieser Art. Der erste war ein guter Rockgitarren-Sound. Nummer 2 war der fantastische Clean-Sound. Nummer 3 war der dicke Metal-Sound. Nummer 4 war Solo-Gitarren-Sound. Und jetzt sind wir schon bei Nummer 5, dem Crunch-Gitarren-Sound. Ich hoffe sehr, dass ihr was gelernt habt, dass euer Soundspektrum erweitert wird um einen guten Crunch-Sound. Wenn es euch gefallen hat, seid so gut, gebt mir ein Like, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke. Würde mich total freuen, wenn ihr mir für diese Information etwas zurückgebt in dieser Art und Weise und mir somit helft, dass der Kanal mehr Reichweite bekommt. Super, vielen Dank dafür. Wie schon mehrfach erwähnt, ihr könnt euch sehr gerne den Sound, den ich euch vorgestellt habe, von meinem alten Marshall JCM 800 von 1982 runterladen. Unter dem Video findet ihr den Download-Link und könnt zu Hause exakt den gleichen Sound spielen. Viel Spaß damit! Ich mache mich jetzt an den nächsten Workshop. Als nächstes kommt der Akustik-Gitarren-Sound, wie man also eine stahlseitige Gitarre gut aufnimmt und richtig gut in Szene setzt. Seid gespannt, das wird richtig schön. Okay, ich verabschiede mich. Leute, haut rein, habt Spaß, darum geht's bei dem Instrument und wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut, ciao.